Servus Leute, ich bin der Matti. Und ich begrüße euch zu der neuen Folge von Outdoor Kitchen. Ja, heute zeige ich euch eine leckere Balkanspezialität, nennt sich Pita Scrompirima, also Pita mit Kartoffeln. Ja, was ist Pita? Das ist so eine Art Blätterteigschnecke mit einfachen Zutaten. Heute mache ich sie mal mit Kartoffelfüllung. Ja, man kann sie auch anders füllen, mit Schafskäse oder mit Hackfleisch. Manche nehmen auch Kürbis oder süß, je nachdem wie man will. Heute machen wir sie mal mit Kartoffeln, das ist meine absolute Lieblingsvariante. Pita mit Kartoffeln gehört eindeutig zu meinen Lieblingsgerichten. Ich bin damit aufgewachsen. Das ist eigentlich Wahnsinn, dass du aus so einfachen Zutaten so ein leckeres Gericht zaubern kannst. Ja, was ich noch dazu sagen wollte, ich nehme fertigen Blätterteig, also den gekauften. Achtet nur drauf, wenn ihr den aufpackt, der Blätterteig, der wird sehr schnell trocken und brüchig an der Luft. Deswegen ein Tipp von mir, ich nehme den Blätterteig raus und tue ihn auf feuchtes Küchentuch legen. Dadurch bleibt er länger frisch und lässt sich dann später auch leichter verarbeiten. Ja, noch besser schmeckt das Ganze natürlich mit frischem Blätterteig. Ich beneide echt die Frauen da auf dem Balkan, die den so hauchdünn ausrollen können. Ich habe es so oft probiert, ich kann es einfach nicht. Aber wie gesagt, der gekaufte Blätterteig ist auch eine gute Alternative. Und ja, bei uns auf dem Balkan hieß es früher, ja, wenn eine Frau Blätterteig ausrollen kann, beziehungsweise Pita zubereiten, da kann man die heiraten, dann kann die nämlich auch alles andere. Ja, früher haben die Männer bei der Frauenwahl noch genauer hingeguckt, da war die Scheidungsrate auch nicht so hoch wie... Ja, deswegen war die Scheidungsrate auch nicht so hoch wie jetzt. Also wie gesagt, wenn ihr eine Frau findet, die Blätterteig ausrollen kann, Pita machen, ja, dann könnt ihr die nehmen. Gute Frau. Ja, was ich noch sagen wollte, ihr könnt die Pita natürlich ganz normal im Backofen machen. Ich werde die heute in einer kroatischen Peka zubereiten, das heißt über offenem Feuer mit Glut. Jetzt habe ich genug geredet, fangen wir an.
Ja, das war Pita mit Kartoffeln. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich lasse die jetzt noch ein bisschen abkühlen, lege noch ein feuchtes Küchentuch drüber, damit das Ganze schön ausdampft. Und ja, ich esse Pita am liebsten kalt, am Tag danach mit der Dickmilch. Und ich kann euch sagen, ich kann ohne Probleme so ein ganzes Blech weghauen. Ja, kalorienarm ist das Ganze nicht. Es soll satt machen, es soll schmecken. Es stammt aus einer Zeit, als die Leute noch mit einfachen Zutaten gekocht haben, als sie noch aus sehr wenig sehr viel machen mussten. Und ja, ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen animieren kann, das nachzumachen. Ansonsten haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Matti.